Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. In den letzten Videos zum Aquariumsortiment und dem Stromsparvideo habt ihr unsere Abdeckung ja schon kennengelernt. Heute möchte ich es euch nochmal im Detail vorstellen. Wenn ihr euer Becken bis jetzt offen betreibt oder euch bei einer Neuanschaffung noch nicht sicher seid, ob ein Aquarium mit Abdeckung mehr Sinn für euch macht, hoffen wir euch mit diesem Video bei der Entscheidung helfen zu können. Der erste Punkt ist natürlich, dass man bei der Verwendung einer Aquarienabdeckung bis zu 40% weniger Energie als mit einem offenen Aquarium verbraucht. Da nun kaum noch Wasser verdunsten kann, entsteht auch keine Verdunstungskälte mehr, sodass das Becken weniger Wärme verliert und der Heizstab dementsprechend weniger arbeiten muss. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr bei eurem Aquarium noch mehr Energie sparen könnt, solltet ihr euch unbedingt unser Stromsparvideo anschauen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung oder ihr klickt jetzt hier oben rechts in der Ecke. Vergesst dann aber nicht, auch wieder zurückzukommen, um euch dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Und nochmal zurück zur Verdunstung. Die Abdeckung hilft euch nicht nur dabei, die Luftfeuchtigkeit im Raum zu kontrollieren, sondern das regelmäßige Nachfüllen von Aquariumwasser wird ebenfalls deutlich reduziert. Ein weiterer großer Vorteil einer Abdeckung ist, dass Aquarienbewohner nicht mehr aus dem Becken herausklettern oder springen können. So habt ihr die Möglichkeit, auch sehr aktive Fische oder Wirbellose zu halten. Auch die Katzenfreunde unter euch werden es zu schätzen wissen, dass die Beckenbewohner vor einer zu neugierigen Samtpfote geschützt sind. Außerdem lieben es viele Katzen, auf der Aquarienabdeckung zu dösen. Wie ihr seht, gibt es eine ganze Reihe an guten Gründen, euer Aquarium mit einer Abdeckung zu betreiben. Darum haben wir die Sera Cover entwickelt. Das sind Abdeckungen für unsere Skepa Cubes und Aquatanks und somit die perfekte Ergänzung unseres Aquariensortimentes, welches ich euch ja schon in einem der letzten Videos vorgestellt habe. Auch das verlinken wir euch noch einmal in der Videobeschreibung. Wie unsere Abdeckungen im Betrieb aussehen, zeigen wir euch jetzt einmal. Dazu haben wir sowohl ein Skepa Cube als auch ein Aquatank in unserem Studio aufgebaut. Hier haben wir nur den Skepa Cube 64 Liter mit einer ursprünglichen Höhe von 40 cm. Zusammen mit der Abdeckung ergibt dies eine Gesamthöhe von knapp 45 cm. Der Aquatank daneben hat 128 Liter und ebenfalls 40 cm Höhe. Da unsere beiden Abdeckungen, abgesehen von der Länge und der Anzahl der Streben zur Befestigung der Leuchtmittel identisch sind, zeige und erkläre ich euch alles an dem größeren Aquatank-Cover. Mit den verschiebbaren Clips auf den Aluminiumstreben könnt ihr über dem Aquatank 3 längere oder bis zu 6 kürzere LED-Tubes kombinieren und ganz nach euren Vorstellungen drehen und verschieben. So könnt ihr die Beleuchtung ganz an eure Bedürfnisse anpassen und zum Beispiel beim Einsatz von kürzeren Röhren bestimmte Bereiche schwächer oder auch stärker ausleuchten. Ein weiteres tolles Feature ist, dass ihr bei aufgeklappter Abdeckung die Röhren nach unten ausrichten könnt. So wird das Aquarium weiterhin ausgeleuchtet und ihr habt bei euren Pflegearbeiten gute Sicht und Zugriff auf die komplette Fläche des Beckens. Zusätzlich sind im Lieferumfang 2 weitere Clips enthalten, mit denen ihr zum Beispiel die Röhren des Moonlight Sets installieren könnt. Der Deckel und die eigentliche Beleuchtung lassen sich auch getrennt voneinander aufklappen. So könnt ihr nicht nur frei und ungehindert am Aquarium arbeiten, sondern zum Beispiel im Sommer auch den Deckel zur Kühlung abnehmen, während die Beleuchtung weiterhin auf dem Becken verbleibt. Durch die beidseitigen Aussparungen lassen sich die Ein- und Ausläufe eines Außenfilters problemlos in das Aquarium führen. Natürlich sind die Cover auch mit einer Futterklappe versehen, sodass ihr zum Füttern nicht jedes Mal die komplette Abdeckung aufklappen müsst. Zudem können so auch Futterautomaten, wie hier zum Beispiel unser X-Feeder, ganz einfach aufgestellt und betrieben werden. Achtet dabei nur darauf, dass der Automat die Öffnung nicht komplett verdeckt. Nachdem wir euch die Abdeckung jetzt im montierten Zustand vorgestellt haben, wollen wir euch noch den kompletten Lieferumfang und wie ihr die Sets richtig zusammenbaut zeigen. Die Sera Cover gibt es in 2 Größen. Einmal für die Skepa Cubes bzw. Becken mit 40 x 40 cm und für die größeren Aquatanks mit 82 x 40 cm. Wenn euer neuer Skepa Cube oder Aquatank noch in der Planung ist und ihr euch für ein Becken mit Abdeckung entschieden habt, könnt ihr euch in eurer persönlichen Konfiguration zwischen 2 verschiedenen Varianten wählen. Das Lightset mit einer oder mit 2 Daylight Sunrise Röhren. Wenn ihr schon passende Lampen habt, die sich unter der Abdeckung integrieren lassen, könnt ihr die Abdeckung natürlich auch ohne Lichttechnik kaufen. Hier haben wir die Skepa Cube Abdeckung als Set mit 2 LED-Röhren. Anhand der schauen wir uns jetzt mal den Aufbau an. Solltet ihr eine Aquatank Abdeckung haben, ist der Aufbau identisch, abgesehen davon, dass wir anstatt 2 Streben diesmal 4 haben. Als erstes haben wir natürlich die beiden Daylight Sunrise Röhren, das dazugehörige LED-Vorschaltgerät, ein Trippelkabel, die beiden Aluminium-Querstreben, die beiden Extra-Clips für eine weitere LED-Röhre oder unser Moonlight Set
den Rahmen, die Abdeckplatte und natürlich darf auch eine Aufbauanleitung nicht fehlen. Und wie wir das Ganze aufbauen, das zeige ich euch jetzt. Zur Installation der Leuchtmittel legen wir als allererstes die Querstreben verkehrt herum auf die Abdeckung auf. Die Clips sind frei beweglich, sodass ihr hier ganz nach euren Vorstellungen die LEDs ausrichten könnt. Das Schöne hierbei ist, dass die Clips wie gesagt aktuell noch frei beweglich sind. Nach dem Einklicken der LED wird das Ganze automatisch fixiert, sodass die Röhren anschließend nicht mehr verrutschen können. Nachdem wir die Clips nun entsprechend unseren Vorstellungen ausgerichtet haben, montieren wir als nächstes die LED-Röhren. Diese lassen sich ganz leicht einklicken. Nach der Montage der LED-Röhren müsst ihr die Aufhängung nur noch um 180 Grad drehen. Und schon ist die Beleuchtung fertig montiert. Fehlt nur noch der Deckel. Der Deckel ist beidseitig von einer Folie geschützt. Diese müsst ihr einfach nur noch abziehen. Der Deckel wird einfach aufgelegt und in den Ecken festgedrückt. Wie ihr gesehen habt, ist der Aufbau wirklich kein Hexenwerk und in kürzester Zeit erledigt. Natürlich interessiert uns auch, wie euer Aquarium aussieht. Betreibt ihr ein offenes Becken oder bevorzugt ihr eine Abdeckung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wie immer freuen wir uns auch über ein Like und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch das gerne tun. Macht's gut und bis bald!